Herzlich willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Erkundung. Wir nehmen uns heute ein Thema vor, das wohl niemanden kalt lässt. Migration. Mhm, Ein Begriff, der sofort starke Bilder und Gefühle auslöst, nicht wahr? absolut. Es ist ja auch ein Thema, das Menschen seit, Jahrtausenden bewegt. Ob auf der Suche nach Arbeit, um bei der Familie zu sein, aus Liebe oder weil Krieg und Not sie dazu zwingen. Ja, die Gründe sind vielfältig. Genau. Und wir wollen heute gemeinsam eintauchen in Geschichten und Gedanken rund ums Weggehen, Ankommen und vielleicht auch ums Zurückkehren. Mhm. Dafür haben wir Auszüge aus einem Lernpodcast vorliegen. Titel Migration, Geschichten vom Weggehen und Heimkehren. Spannende Quelle. Ja, finde ich auch. Die Frage ist doch, was bedeutet es wirklich, diesen Schritt zu wagen, das Vertraute hinter sich zu lassen? Das wollen wir uns mal genauer anschauen. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, Migration ist kein Randphänomen. Überhaupt nicht. Es ist tief in der menschlichen Geschichte verwurzelt. Stimmt. Es hat Gesellschaften immer schon geprägt und verändert. Man könnte sagen, Migration betrifft uns alle direkt oder indirekt. Ja, das merkt man. Schauen Sie nur nach Deutschland. Millionen Menschen hier haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Manche Familien sind seit Generationen hier, andere sind erst vor kurzem zugezogen. Klar. Und in unserem Material, da bringt es eine Soziologin, Dr. Weber, ziemlich gut auf den Punkt. Sie sagt im Lernpodcast sinngemäß, Migration verändert die Gesellschaft, die Kultur, das Zusammenleben. Okay. Und dabei, das betont sie auch, geht es nicht nur ums Weggehen. Das ist oft nur der erste Schritt. Mindestens genauso zentral ist das Ankommen und was danach passiert. Okay, dann lassen Sie uns genau da mal einsteigen. Beim Ankommen. Das Material liefert uns dazu eine sehr persönliche Geschichte. Die von Amina. Mhm. Sie kam vor 6 Jahren aus Syrien nach Deutschland. Versuchen Sie mal, sich das vorzustellen. Man kommt in ein Land, alles ist fremd. Die Sprache, die man nicht versteht, die Menschen agieren anders. Sogar das Wetter fühlt sich ganz anders an. Ja, eine totale Umstellung. Amina beschreibt dieses Gefühl im Lernpodcast als eine intensive Mischung aus Angst vor dem Ungewissen und gleichzeitig einer großen Hoffnung. Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Verständlich. Ihr Ziel war klar, ein neues Leben anfangen, studieren, arbeiten. Und diese Anfangsphase, die ist oft geprägt von enormen Hürden. Also die Sprache wird im Material als das erste große Hindernis genannt. Ja, klar. Das musste Amina erstmal überwinden. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Sprache ist der Schlüssel, oder? Absolut. Zur Kommunikation im Alltag, zu sozialen Kontakten, zum Job, letztlich zur Teilhabe. Ohne Sprache bleibst du oft außen vor, irgendwie isoliert. Genau. Aber die Geschichte von Amina, so wie sie im Lernpodcast erzählt wird, die nimmt dann eine positive Wendung. Aha, gut. Sie berichtet von freundlichen Menschen im Sprachkurs. Lehrer, Mitschüler, die ihr geholfen haben. Nicht nur sprachlich, sondern auch menschlich, um Fuß zu fassen. Das ist wichtig, dieser soziale Aspekt. Ja, total. Daraus sind dann erste Freundschaften entstanden. Da scheint ihr wirklich den Weg geebnet zu haben. Und heute, 6 Jahre später, Sie studiert soziale Arbeit. wow. Und das finde ich besonders bemerkenswert, sie arbeitet nebenbei ehrenamtlich in einem Projekt für geflüchtete Kinder. Toll. Im Material sagt sie explizit, sie möchte etwas von der Hilfe zurückgeben, die sie selbst erfahren hat. Das ist stark. Und was hier im Lernpodcast so deutlich wird, sind die psychologischen Dimensionen dieses Ankommensprozesses. Aminas Weg zeigt ja eindrücklich, wie sie diese anfänglichen Ängste überwindet und Resilienz aufbaut. Also diese psychische Widerstandskraft. Resilienz, genau. Gleichzeitig unterstreicht ihre Geschichte, wie fundamental wichtig soziale Netzwerke sind. Unterstützungssysteme. Der Sprachkurs zum Beispiel. Genau. Der war, so wie es klingt, viel mehr als nur ein Lernort. Er war ein sozialer Ankerpunkt. Ein Ort der Begegnung, des Austauschs. Verstehe. Und ihr Wunsch, etwas zurückzugeben. Das ist doch ein starkes Indiz für ein neues Zugehörigkeitsgefühl, oder? Absolut. Für eine
gelungene Integration. Es ist diese Transformation, die im Material mitschwingt. Von der Unsicherheit am Anfang hin zu aktivem Engagement, Mitgestaltung. Nur beeindruckende Entwicklung wirklich. Von der Ankommenden zur Mitgestaltenden. Dieses Thema Migration und Identität, das findet man ja nicht nur in persönlichen Geschichten, sondern oft auch in der Kunst. Ja, natürlich. Unsere Quellen verweisen hier auf einen deutschen Film von 2002, Solino. Ah, den kenne ich, ja. Guter Film. Der erzählt, so steht's im Material, die Geschichte einer italienischen Familie. Die kommen in den 60ern ins Ruhrgebiet und eröffnen dort die erste Pizzeria. Klassische Gastarbeitergeschichte sozusagen. Genau. Und die Kinder dieser Familie wachsen dann zwischen zwei Kulturen auf. Italienische Traditionen zu Hause, deutscher Alltag draußen. Ja, Solino ist ein gutes Beispiel dafür, wie Film dieses Gefühl des Dazwischenseins einfangen kann. Der Lernpodcast nutzt den Film, um genau dieses Dilemma zu beleuchten. Welches Dilemma meinen Sie? Naja, dieses Gefühl, das viele Menschen mit Migrationserfahrung kennen. Man gehört weder ganz zur alten noch ganz zur neuen Welt. Man lebt so zwischen den Stühlen. Genau. Irgendwie in beiden Welten zu Hause, aber vielleicht in keiner mehr so 100%ig verwurzelt. Das kann, wie der Film zeigt, schmerzhaft sein, birgt aber auch Potenziale. Das bringt ein Zitat aus dem Film auf den Punkt, das in unseren Quellen steht. Wenn du lange weg bist, verlierst du ein Stück Heimat, aber du findest ein neues Stück in dir selbst. Starkes Zitat. Ja, oder? Was sagt uns das darüber, wie Migration Identität formt, so wie es im Lernpodcast diskutiert wird? Dieses Zitat fasst die Ambivalenz wunderbar zusammen. Es benennt ehrlich den Verlust, ein Stück der ursprünglichen Heimat geht verloren, Erinnerungen verblassen, Verbindungen lockern sich vielleicht. Die eine Seite. Das ist die eine Seite, genau. Aber die andere Seite, die betont wird, ist der Gewinn. Man findet ein neues Stück in sich selbst. Migration wird hier als Prozess der Selbstfindung gesehen, persönliche Entwicklung. Okay. Durch die Auseinandersetzung mit dem Neuen, dem Fremden, erweitert man seinen Horizont, lernt dazu, entwickelt neue Perspektiven auf die Welt, auf sich selbst. Und der Lernpodcast verbindet das mit diesem soziologischen Konzept der hybriden Identität. Hybride Identität. Ja, damit ist gemeint, dass Menschen eben nicht einfach eine Kultur gegen eine andere eintauschen, sondern sie nehmen Elemente aus verschiedenen Kulturen auf, kombinieren die und schaffen daraus etwas Eigenes, Neues. Ah, verstehe. Diese hybride Identität ist nicht nur ein Kompromiss, sie kann auch eine Quelle von Kreativität und Stärke sein, so wird es im Material angedeutet. Migration verändert also nicht nur die äußeren Umstände, sie wirkt tief ins Selbstverständnis hinein. Ein Stück Heimat verlieren, ein Stück Selbst finden, das ist eine spannende Dynamik. Jetzt ist es ja so, wir denken in Deutschland bei Migration oft zuerst an die Menschen, die zu uns kommen. Ja, das ist die häufigste Perspektive in der Öffentlichkeit. Aber die Quellen erinnern uns eindringlich daran, Migration ist keine Einbahnstraße. Es gibt auch nicht wenige Menschen, die Deutschland verlassen. Richtig. Das ist ein wichtiger Punkt, der manchmal untergeht. Deutschland ist nicht nur Einwanderungs-, sondern eben auch Auswanderungsland. Und das Material stellt uns hier Lukas vor, 30 Jahre alt, vor 2 Jahren nach Kanada ausgewandert. Und die Motive dafür sind oft ganz andere als bei Menschen, die aus Not oder Verfolgung fliehen. Genau das zeigt das Beispiel Lukas im Lernpodcast. Seine Motivation wird beschrieben als eine Mischung aus Abenteuerlust, dem Wunsch nach mehr Natur und eine Art Flucht vor dem, was er als stressigen deutschen Alltag empfunden hat. Er spricht im Material von einem Ungleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit hier. Das hört man ja öfter, die Work-Life-Balance-Debatte. Ja. In Kanada, so wird berichtet, arbeitet er jetzt nur halbtags und hat das Gefühl, das Leben bewusster genießen zu können. Interessant. Das Material erwähnt auch diesen Trend, dass viele junge Deutsche für eine Zeit ins Ausland gehen. Arbeiten, studieren, Erfahrungen sammeln. Manche bleiben dann, wie Lukas vielleicht,
andere kommen zurück. Und das Beispiel Lukas wirft ein sehr interessantes Licht auf die Auswanderung aus, wohlhabenden Ländern. Inwiefern? Hier geht es, so analysiert es der Lernpodcast, oft nicht um die Befriedigung existenzieller Grundbedürfnisse. Es geht nicht ums Überleben. Sondern Häufiger um Lebensstilentscheidungen. Selbstverwirklichung, eine andere Work-Life-Balance, neue berufliche Chancen in einem speziellen Feld oder eben persönliche Vorlieben wie Natur oder Abenteuer. Okay. Das führt zu einer faszinierenden Frage, die im Material mitschwingt. Was suchen Menschen, wenn sie in einem Land leben, das materiell betrachtet eigentlich alles bietet? Ja, was ist der Antrieb, wenn es nicht die Not ist? Es deutet darauf hin, dass die Vorstellungen von einem guten Leben halt sehr individuell sind, nicht rein materiell bestimmt. Stimmt. Materielle Sicherheit ist eine wichtige Basis, aber sie ist nicht alles. Der Lernpodcast legt nahe, dass Migration in solchen Fällen auch eine Suche nach immateriellen Werten sein kann. Nach Sinn zum Beispiel. Nach Sinn, nach persönlichem Wachstum, nach einer Lebensweise, die besser zu den eigenen Prioritäten passt. Oder nach einer Gesellschaft, deren Werte man vielleicht stärker teilt. Es unterstreicht die enorme Vielfalt menschlicher Bedürfnisse jenseits der Ökonomie. Und hier wird es jetzt echt spannend, finde ich. Denn der Lernpodcast, aus dem wir schöpfen, der weitet den Blick nochmal erheblich. Ah ja. Er regt dazu an, den Begriff Migration über den Menschen hinaus zu denken. Die Quellen betonen, nicht nur Menschen wandern, auch Tiere, Pflanzen, ja sogar Ideen, Traditionen, Technologien migrieren und verändern dadurch Ökosysteme und Gesellschaften. Das ist ein ganz zentraler Punkt, um die systemische Natur von Migration zu erfassen. Es ist eben kein isoliertes menschliches Phänomen, sondern Teil größerer ökologischer und kultureller Dynamiken. Das Material macht das sehr anschaulich. Zum Beispiel wird die Wanderung von Tierarten genannt, ausgelöst durch den Klimawandel. Ja, ein riesiges Thema. Viele Arten sind gezwungen, in kühlere Regionen abzuwandern, weil ihr alter Lebensraum sich dramatisch verändert. Das ist ja im Grunde eine erzwungene ökologische Migration mit weitreichenden Folgen. Absolut. Und auf der anderen Seite steht dann die kulturelle Migration. Genau. Das Material illustriert das an unseren Essgewohnheiten. Pizza, Döner, Sushi, diese Beispiele werden explizit genannt. Kennt jeder. Sind heute feste Bestandteile der deutschen Esskultur. Die sind mit Menschen hierher gekommen, haben sich verbreitet, sind mittlerweile völlig selbstverständlich. Stimmt. Ähnliches gilt ja für Wörter, Musikstile, Technologien. Der Lernpodcast betont, Migration bedeutet in diesem Sinne auch immer Austausch, Bereicherung, Vielfalt. Das Entstehen von Neuem durch die Verbindung verschiedener Elemente. Und diese Beispiele aus dem Lernpodcast, die machen die Tiefenwirkung von Migration echt greifbar. Die ökologische Migration durch den Klimawandel, das ist ein globales Phänomen mit potenziell massiven Konsequenzen. Auch für uns Menschen. Wie meinen Sie das? Denken Sie an Konflikte um knapper werdende Ressourcen. Oder an neue Siedlungsbewegungen, wenn der Meeresspiegel steigt oder Dürren zunehmen. Ja, stimmt. Und die kulturelle Migration wie bei Pizza oder Döner, die erscheint oft als langsamer, fast unbemerkter Prozess. Aber dass diese Gerichte oder bestimmte Lehnwörter heute so alltäglich sind, das ist ja nicht nur eine kulinarische Fußnote. Sondern? Der Lernpodcast interpretiert sie als sichtbare Symbole. Für die alltägliche Präsenz und die breite gesellschaftliche Akzeptanz von Migrationsfolgen. Sie zeigen, Migration ist ein fundamentaler Motor des Wandels. Auf ganz unterschiedlichen Ebenen, ökologisch, sozial, kulturell. Sie formt unsere Welt kontinuierlich neu. Diese breite Perspektive führt uns zu einer ganz grundlegenden Frage. Die wird auch im Lernpodcast am Ende aufgeworfen. Was ist eigentlich Heimat? Ja, die große Frage. Gerade wenn man über Weggehen, Ankommen, Dazwischensein spricht, drängt sich die ja förmlich auf. Und die Antworten, die im Material anklingen, sind so vielfältig wie die Erfahrungen selbst. In der Tat.
Heimat ist ein komplexer und oft sehr emotionaler Begriff. Jeder versteht was anderes darunter. Der Lernpodcast versucht, diese Vielfalt einzufangen, ohne eine einfache Antwort zu geben. Da ist zum Beispiel wieder Amina, die wir am Anfang hatten. Mhm. Ihr Antwort, so wird sie zitiert, lautet: Für mich ist Heimat dort, wo ich Menschen habe, die mich verstehen. Soziale Bindungen also. Genau. Sie sagt auch, sie liebt Syrien, klar, ihre ursprüngliche Heimat, aber sie hat gleichzeitig in Deutschland ein neues Zuhause gefunden. Diese Möglichkeit einer doppelten Zugehörigkeit finde ich interessant. Ja, das ist wichtig. Und dann ist da Lukas, der Auswanderer in Kanada. Was sagt er? Er sagt, Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Und er fügt hinzu, man kann durchaus mehr als eine Heimat haben. Ein Gefühl. Diese beiden Perspektiven illustrieren schön die Bandbreite. Für Amina ist Heimat stark an soziale Beziehungen geknüpft. Verständnis, Akzeptanz, das macht einen Ort zur Heimat. Okay. Für Lukas ist es eher ein innerer Zustand. Ein Gefühl von Geborgenheit, Zugehörigkeit, das nicht unbedingt an einen einzigen geografischen Ort gebunden sein muss. Also flexibler. Genau. Seine Idee der multiplen Heimaten spiegelt eine Realität wider, die viele Menschen mit Migrationsbiografie teilen. Dass man sich an verschiedenen Orten auf unterschiedliche Weise zugehörig fühlen kann. Der Lernpodcast legt nahe, dass Heimat im Zeitalter der Globalisierung vielleicht flexibler gedacht werden muss. Und dann wird im Material noch einmal die Soziologin zitiert, Dr. Weber. Ja. Sie bringt so eine übergeordnete Perspektive rein. Sie sagt, Migration ist Teil der menschlichen Geschichte. Sie bringt Herausforderungen, aber auch Chancen für ein besseres Zusammenleben. Das klingt nach einem Plädoyer für einen, nüchternen, aber auch konstruktiven Blick. Ja, Dr. Webers Aussage, wie sie im Lernpodcast wiedergegeben wird, rahmt die ganze Diskussion sehr gut ein. Sie erinnert uns erstens, Migration ist eine historische Konstante, kein vorübergehender Ausnahmezustand. Stimmt. Zweitens betont sie die Ambivalenz. Migration bringt unbestreitbar Herausforderungen mit sich. Für die Migrierenden selbst, für die Aufnahme, aber auch die Herkunftsgesellschaften. Schwierigkeiten, Anpassungen, manchmal Konflikte. Das darf man nicht ausblenden. Klar. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, sie birgt eben auch Chancen. Welche zum Beispiel? Chancen für wirtschaftliche Impulse, für kulturelle Vielfalt und Innovation, für neue Perspektiven. Und letztlich, wie Dr. Weber es formuliert, für ein besseres Zusammenleben, wenn es gelingt, diese Prozesse aktiv und fair zu gestalten. Okay. Der Lernpodcast schließt mit dem Gedanken, dass wir Migration nicht nur als Problem sehen sollten, das man irgendwie verwalten muss, sondern als eine gestaltbare Realität mit Potenzial. Ein guter Punkt. Und wenn Sie nun diese unterschiedlichen Facetten hören, Heimat als sozialer Ort bei Amina, als Gefühl bei Lukas, Migration als historischer Prozess bei Dr. Weber, was löst das bei Ihnen aus? Was bedeutet Heimat für Sie ganz persönlich angesichts dieser Vielfalt? Das ist eine Frage, die das Material bewusst offen lässt. Eine Frage, die definitiv zum Weiterdenken anregt. Was nehmen wir also mit aus unserer heutigen Erkundung des Lernpodcasts? Migration, Geschichten vom Weggehen und Heimkehren. Ja, fassen wir mal zusammen. Wir haben gesehen, Migration ist ein unglaublich vielschichtiges Phänomen. Eine universelle menschliche Erfahrung mit unzähligen Gesichtern. Absolut. Da sind die persönlichen Geschichten des Ankommens, des Ringens, des Neubeginns, wie bei Amina. Da sind die kulturellen Verarbeitungen, wie im Film Solino, die uns helfen, die inneren Konflikte und die Identitätssuche zu verstehen. Genau. Da ist die Perspektive der Auswanderung aus Deutschland, wie bei Lukas, die zeigt, dass Migration auch eine Suche nach einem anderen Lebensstil sein kann. Wichtiger Aspekt. Und da ist die Erweiterung des Blicks über den Menschen hinaus, die uns daran erinnert, dass Bewegung und Austausch fundamentale Prinzipien des Lebens auf diesem Planeten sind. Ja. All diese Mosaiksteine aus dem Material zeigen, Migration bedeutet Wandel, Herausforderung,
aber eben auch Begegnung, Lernen und das Entdecken neuer Möglichkeiten für den Einzelnen und für die Gesellschaft. Genau. Und vielleicht können wir das als abschließenden Gedanken für Sie mitgeben. Einen, der über das heute Besprochene hinausweist. Gerne. Migration bedeutet ja im Kern immer das Überschreiten von Grenzen. Das können sichtbare geografische Grenzen sein, Klar. aber es sind eben auch oft unsichtbare Grenzen, kulturelle, soziale, sprachliche oder auch die Grenzen der eigenen Komfortzone, die man überwindet, wenn man sich auf Unbekanntes einlässt. Mhm. Inspiriert durch unsere heutige Auseinandersetzung mit dem Thema, die ja auf dem Lernpodcast basiert, welche Grenzen in Ihrem eigenen Denken, in Ihrer Wahrnehmung der Welt oder vielleicht sogar in Ihrer direkten Umgebung könnten Sie denn als nächstes Mal bewusst in den Blick nehmen? Genauer erkunden, vielleicht sogar hinterfragen. Eine interessante Frage zum Schluss. Wo liegt für Sie persönlich die nächste Grenze, die es wert wäre, überschritten zu werden? Nicht geografisch, sondern im Kopf oder im Herzen.